Also Leute, aufgepasst! Wie viele Kontinente gibt es auf der Welt? 7, sagst du? Nun, was wäre, wenn ich dir sage, dass wir in Zukunft weniger Kontinente haben werden? Genau, schau jetzt zu und erfahre, wie sich unser Planet verändert. Ich fange ganz von vorne an. Also, da wäre der Urknall. Okay, wie wäre es mit 1755? Richtig, in diesem Jahr gab es ein großes Erdbeben in Lissabon, Portugal, das katastrophale Folgen hatte. Die Stadt wurde durch das Beben fast vollständig zerstört und das Erdbeben selbst endete in einem massiven Tsunami, der der Stadt den Rest gab. Danach blieb alles ruhig und mehr als 200 Jahre lang gab es keine nennenswerte Naturkatastrophe. Aber dann, 1969, erschütterte ein weiteres Erdbeben den Westen Portugals. Es war zwar schwächer und das Land war besser auf die Erschütterung vorbereitet, dennoch war es sehr mächtig. Damals begann der Meeresgeologe João Duarte, sich die tektonischen Platten unter Portugal anzusehen. Er beschäftigte sich mit diesen Erdbeben aus einem ganz bestimmten Grund. Sie waren nämlich nicht normal. Aber bevor wir hier ins Detail gehen, müssen wir verstehen, was ein normales Erdbeben ist. Du weißt schon, dass die Erde bebt, wenn sich zwei tektonische Platten treffen und eine wegen der Schwerkraft und des Drucks unter die andere geschoben wird. Der Bereich, in dem das geschieht, wird Subduktionszone genannt. Es ist ein Bruch oder, nenn es, Fehler im felsigen Fundament der Erde. Kannst du dir eine tektonische Platte vorstellen? Erinnerst du dich noch, was du dazu in der Schule gelernt hast? Du weißt schon, die großen Puzzleteile, aus denen unsere Welt besteht. Nehmen wir eine der größten von ihnen, um das beeindruckende Ausmaß besser zu verstehen. Schau auf die Weltkarte und finde Nordamerika. Der Kontinent liegt auf der Nordamerika-Platte, aber diese ist noch viel größer. Die Platte erstreckt sich nach Nordosten und umfasst ganz Grönland und die Küstengewässer. Riesig? Auf jeden Fall. Aber sie ist noch riesiger, denn sie erstreckt sich weiter nach Norden und umfasst die Arktis und auf der anderen Seite der Welt Teile von Ostrussland und Japan. Diese Platte ist nicht nur riesig, sie ist gigantisch. Und sie bleibt nie fest an einem Ort. Alle Platten sind ständig in Bewegung. Sie schwimmen auf dem Planeten, wenn man so will. So, jetzt kannst du dir ungefähr die Größenverhältnisse vorstellen. Und was passiert wohl, wenn eine Platte von der Größe der nordamerikanischen Platte auf eine andere, ebenso große Platte, sagen wir die pazifische, stößt? Eine dieser Platten schiebt sich dann entlang der Westküste an der berühmten San Andreas-Spalte unter die andere. Es bebt unter unseren Füßen und nicht nur das. Auch Vulkanausbrüche sind das Ergebnis tektonischer Bewegungen und der berüchtigte pazifische Feuerring wird auftauchen. Und neue Bergformationen und Meeresgräben entstehen. Was ist also so ungewöhnlich an einem Erdbeben in Portugal? Die Sache ist folgende. Dieses Land ist weit entfernt von jeglicher tektonischer Bewegung und die Platte, auf der das Land sitzt, ist flach. Die Wahrscheinlichkeit eines Bebens dort sollte eigentlich 0 sein. Und doch bebte es zweimal in knapp 2 Jahrhunderten. Das sind etwa ein paar Sekunden auf geologischer Ebene. Nach dem, was wir wissen, ist es ein Rätsel. Zumindest bis João Duarte, den ich bereits erwähnte, die Antwort fand. Er und sein Team überwachen nämlich das Gebiet unter Portugal seit mehr als 10 Jahren mit der modernsten Technik. Ziel ist es, dieses weltbewegende Rätsel zu lösen. Und schließlich, im Mai 2019 war es soweit. Duarte veröffentlichte die ersten Ergebnisse seiner Forschung. Und es gab schlechte Nachrichten. Duartes Team fand heraus, dass die Platte, die sie betrachteten, den Prozess der Serpentinisierung durchlaufen hat. Nein, es hat nichts mit Schlangen zu tun. Es ist ein natürlicher Prozess, wenn der Felsen im Meeresboden Wasser aufnimmt. Das Wasser schlängelt sich buchstäblich die Risse entlang in die tektonische Platte und der Druck vom Wasser schwächt den Fels. Sobald ein bestimmtes Niveau erreicht wird, gerät der Meeresboden aus den Fugen. Je mehr Wasser also durch die Risse fließt, desto mehr Schichten des Gesteins lösen sich voneinander. Lass mich dir ein Beispiel geben. Sagen wir, du fährst an einem sonnigen Tag mit dem Auto. Du hast gerade neue Reifen aufgezogen, für einen guten Grip auf der Straße. Aber dann fängt es plötzlich an, stark zu regnen. Auf der Straße bildet sich schnell eine dünne Wasserschicht und deine Reifen verlieren ihren Halt. Wenn du jetzt nicht aufpasst, kannst du leicht von der Straße rutschen. Denn der dünne Wasserfilm zwischen den Reifen und der Straße reicht aus, um dein Auto vom Boden zu lösen. Und es kommt zum Aquaplaning.
Dasselbe Prinzip passiert, wenn Wasser zwischen die Schichten einer tektonischen Platte gelangt. Sie besitzen eine unterschiedliche Dichte, daher sind sie auf natürliche Weise bereits unterteilt. Das Wasser drängt sich zwischen diese Schichten, bis sie abrutschen. Wegen der Größe der Eurasischen Platte, auf der Portugal ist, kommt es zu einer Bewegung, die vergleichbar ist mit der, wenn zwei tektonische Platten sich übereinander schieben. Und wie ich schon gesagt habe, wenn das passiert, bebt die Erde. Also, das Geheimnis ist gelöst, oder? Aber wie sieht es mit dem Abspalten einer tektonischen Platte aus? Was passiert mit dem Planeten, wenn die oberste Schicht abrutscht? Nun, Duarte hat dazu eine Hypothese aufgestellt. Er war auch sehr begeistert, sie in mehreren Interviews zu präsentieren. Also, du kannst dir jetzt sicher vorstellen, dass, wenn sich tektonische Massen bewegen, sie irgendwann aufeinander stoßen. Im Moment gibt es eine bestimmte Anzahl dieser Platten und sie bewegen sich mit einer sehr langsamen Geschwindigkeit. Aber wenn in Zukunft eine neue Platte auftaucht, füllt sie den Raum zwischen den vorhandenen Platten aus und erzeugt damit noch mehr Spannung. Und du vermutest richtig, die Erde wird beben und Vulkane speien Lava in die Luft. Aber das ist noch nicht das Schlimmste, obwohl Schlimmste hier vielleicht nicht das beste Wort ist. Besser ist Aufregendste. Die brandneue tektonische Platte wird unter den Atlantik rutschen und mit mehreren anderen Platten auf einmal kollidieren. Sie wird unter und über die andere Platte geschoben. Und es entstehen immer mehr Subduktionszonen, die Naturkatastrophen verursachen. Und der Atlantik wird verschwinden. Warte, was? Okay, jetzt kommt's. Stell dir vor, du bist in einer Badewanne aus Stein. Der Boden ist fest genug, um das Wasser auf dem gewünschten Pegel zu halten. Du sitzt dann nett und gemütlich drin. Okay, so bequem es eben auf einem Haufen Steine geht. Aber dann bewegt sich etwas unter dir. Du spürst, wie sich einer der Steine im felsigen Boden von seinem Platz entfernt. Es ist ein großer Stein. Er bewegt sich und schiebt mehrere Steine in verschiedene Richtungen. Es entstehen Risse. Natürlich beginnt das Wasser aus deiner gemütlichen, warmen Wanne durch die Risse zu sickern und nach einiger Zeit sitzt du im Trocknen. Oh, nichts mit Badespaß. Du verstehst schon, was ich meine, oder? Wenn ein Neuankömmling die anderen tektonischen Platten verschiebt, wird schließlich das Wasser aus dem Atlantischen Ozean sickern. Aber der Prozess hier ist etwas komplizierter. Das verdrängte Wasser wird seinen Weg an einen anderen Ort der Erde finden. Duarte glaubt, dass es der Pazifik sein wird. Und während sich die Platten weiter bewegen, und das werden sie so lange gehen, bis sie quasi ihren Platz gefunden haben, wird sich die Landschaft unseres Planeten immer weiter verändern. Eines Tages, wenn die neue Platte ihren Platz gefunden hat, werden wir einen neuen Superkontinent haben. Aurika. Ich mag Euramerika lieber, aber hey, sie haben mich nicht gefragt. Fakt ist, dass wir wissen, dass unser Planet nicht immer in 7 Kontinente unterteilt war. Es gab einmal einen riesigen Superkontinent namens Pangaea. Und er wurde genau wegen desselben geologischen Prozesses aufgebrochen, der tektonischen Bewegung. Die Platten bewegten sich, bis sie sich voneinander wegbewegten und Pangaea wurde in neue Kontinente gerissen. Und weil die Bewegung nie aufhören wird, folgt daraus die logische Annahme, dass wir in Zukunft auf einem einzigen Kontinent leben könnten. Dazu gibt es aber noch einige andere Theorien, wie genau unser Planet zu diesem superkontinentalen Ding wird. Die wahrscheinlichste aktuelle Theorie heißt Novo-Pangaea. Wissenschaftler gehen davon aus, dass sich der Atlantik öffnet und der Pazifik langsam schließt. Wenn diese Tendenz anhält, dann werden sich beide amerikanischen Kontinente mit Afrika und Eurasien verbinden. Dadurch entsteht eine riesige Landmasse, die von allen Seiten von einem neuen, noch menschenleeren Ozean umgeben ist. Aber keine Sorge. Das klingt alles echt cool, aber geologische Prozesse brauchen viel Zeit. Und mit viel meine ich Millionen von Jahren. Die tektonische Bewegung ist sehr langsam. Selbst wenn Forscher recht haben, werden du und ich das nicht mehr miterleben. Eigentlich schade. Ich hatte gehofft, dass ich nie wieder diesen langen, unbequemen Transatlantikflug machen müsste. Aber okay. Und was ist mit dir? Würdest du gerne miterleben, wie unser Planet in ein paar Millionen Jahren sein wird? Schreib es mir unten in die Kommentare. Wenn du heute etwas Neues gelernt hast, dann gib diesem Video ein Like und teile es mit einem Freund. Aber hey,
gehen doch nicht deinen Kontinent bewegen. Ha, wenn du zu weit gehen würdest, wärst du dann inkontinent? Ich habe keine Ahnung davon, aber ich weiß, dass wir viele coole Videos für dich haben. Klick einfach auf das linke oder rechte Video, lehn dich zurück und erfahre mehr über die Welt. Bleib auf der Sonnenseite des Lebens.